Letzte Chance vor dem Super-GAU. Wenn alle gängigen ADHS-Medikamente und Therapien versagen. Was macht man denn dann? Wenn also nun alle gängigen Methoden, die unsere Ärzte, Therapeuten zur Verfügung haben, wenn alle Medikamente durchprobiert wurden und nichts wirklich geholfen hat, wenn es vielleicht nicht wirklich Erfolg gezeigt hat oder vielleicht auch schlimmer geworden ist als vorher mit dem Verhalten deines Kindes, dann werden in der Regel die Eltern alleine gelassen, weil die Ärzte und Therapeuten am Ende ihres Lateins angekommen sind. Was tut man nun, wenn es trotzdem noch ADHS-Verhaltensproblematiken gibt? Wenn das Kind sich trotzdem nicht konzentrieren kann, trotzdem herumzappelt, wenn es total sozial und psychisch auffällig ist, wenn es ungeschicklich ist, wenn es ungeschickt ist. Was macht man, wenn die Gesellschaft einem immer noch Druck macht und man hat eigentlich keine Möglichkeiten mehr zur Verfügung? Ich verrate dir heute ein Geheimnis, das bitte auch kein Geheimnis mehr bleiben sollte, weil es Verhaltensproblematiken, Lernschwierigkeiten, Konzentrationsproblematiken, Dyskalkulie, Lese-Rechtschreibschwäche, alles das eigentlich an der Wurzel anpackt. Und an der Wurzel anpacken heißt bei der ganzheitlichen Reflextherapie, die ich als Kinesiologin und ganzheitliche Reflextherapeutin mache, dass du das anfängst und zwar schon ab dem Zeitpunkt, wo das Baby gezeugt wird, beziehungsweise wo es im Mutterleib ist oder wenn es dann geboren wird, bis zum Alter von 3 Jahren. Dieser Tipp ist so genial, dass du dir viele Schritte vorher einfach sparen kannst und ich als Mutter eines ADHS-Kindes es zutiefst bereue, diesen Weg nicht so rumgegangen zu sein, weil ich als Mutter von 2 sehr erziehungsintensiven Kindern genau dieselben Problematiken habe oder hatte wie du. Wir haben also dieselbe Geschichte und mittlerweile muss ich sagen, bin ich in der Therapie meiner Klienten dazu übergegangen, diesen einen Schritt zuerst zu machen, weil der wirkungsvollste ist und den ganzen Weg unter Umständen extrem verkürzen kann und eine Menge Leid den armen Familien ersparen kann, die schon am Rande ihrer Kräfte sind. Was ist nun mein Geheimnis? Also, wenn wir ansetzen zu dem Zeitpunkt, wo das Baby entsteht, dann werden zu diesem Zeitpunkt schon die ersten frühkindlichen Reflexe initiiert. Das ist wie ein Theaterstück, wo ein Schauspieler nach dem anderen die Bühne verlässt. Manchmal sind es 2 Schauspieler, das sind dann 2 Reflexe. Und wenn einer von diesen Schauspielern nicht die Reihenfolge einhält oder mitten im Text zu stocken anfängt, dann ist das ganze Theaterstück, welches in diesem Moment die Entwicklung deines Kindes ist, gestört. So, das heißt also, die frühkindlichen Reflexe, die werden schon entwickelt ab der 2. bis 4. Woche ab Zeugung. Und wenn man sich so vorstellt, wie es ist als normaler Mensch in unserer Gesellschaft, dann ist unser Leben ja nicht wirklich sehr einfach. Da passieren Dinge, die sind nicht vorhergesehen und die sind für die Mutter sehr schockierend, zum Beispiel wenn man gemobbt wird oder wenn jemand stirbt. Und diese Dinge wirken sich auf das Baby im Bauch sehr, sehr dramatisch aus. Während das Baby im Bauch ist, fängt es schon an, die ersten Stellreflexe zu initiieren. Die sind ganz normal vom Stammhirn gesteuert.
Das heißt also, da ist nichts Willentliches, das ist ein Automatismus. Das Baby oder das Embryo übt in diesem Moment seine Stellreflexe und so feste, dass es nachher einfach Automatikprogramme sind. Zum Beispiel, dass man, wenn man stolpert, nicht hinfällt, dass man sich fängt. Zum Beispiel, wenn Gefahr droht, dass man Adrenalin ausschüttet. Das sind Reflexe, die werden nicht willentlich gesteuert, sondern die laufen automatisch. Und dieses Einstudieren dieser Reflexe, das geschieht schon im Mutterleib als ganz, ganz kleines Baby, wo jede Bewegung nacheinander konstant ausgeführt wird. Zum Beispiel das hier, wenn das Baby anfängt in der 2., 3. Woche den Fluchtreflex zu bauen, ja, dann tut es sich quasi seinen Platz in der Gebärmutter frei halten. Zum Beispiel ist das so eine Übung. Wenn also während diesem Einüben dieses einen Reflexes ein Stress passiert, dann kann es sein, dass dieser Stress jedes Mal, wenn diese Bewegung gemacht wird, aufpoppt. Und dieser Stress kann dann nicht willentlich beeinflusst werden, weil das Baby ist ja noch gar nicht kognitiv so weit. Es übt hier seine Reflexe ein, übt ein, Stress kommt, oh, Problem. Das ist, wenn ich zum Beispiel hier Klienten habe, kleine Kinder, die ich einfach nicht rüber bewegen kann, die wie bei einer alten Oma, da geht es einfach nicht weiter, da liegt ein Stress drauf. Und diese Stresse, die da passieren können, die passieren auch im Alltag, auch als sehr alter Mensch. Immer wenn so eine Bewegung ausgeführt ist, passiert ein Automatikprogramm, ist gleich Stress und man reagiert total komisch für die Umwelt. Und das ist das, wenn die Leute sagen, boah, das war doch gar nichts und der flippt aus. Weil mit diesem Bewegungsmuster ein Stress gleichzeitig einprogrammiert wurde. Das heißt, wenn immer das passiert, macht es Pom und die Sicherung fliegt raus. Und so kommt es, dass unsere Kinder und auch Erwachsene sich so schlecht konzentrieren können, wenn sie zum Beispiel die ganze Zeit im Fluchtreflex feststecken und überall Gefahr wittern, weil während diesem Zeitpunkt ein Stress passiert ist. So kommt es, dass sie zum Beispiel eine Leserechtschreibschwäche haben oder dass sie Dyskalkulie diagnostiziert bekommen oder auch ADHS oder Autismus oder sonstige Dinge. Das kann ein Grund dafür sein. Und dieses Thema ist so schnell und so leicht anzuschauen und es wird kinesiologisch entstresst. Dieses Bewegungsmuster wird entstresst und dann gibt es kein Problem mehr. Die Reflexe, die gestört wurden, die können dann gehemmt werden und sind nicht mehr restaktiv. Und somit kann der Körper seine Reflexe nach und nach ganz von alleine einbauen, so wie er das möchte, wann er möchte, wie er möchte. Und das ganze System deines Kindes justiert sich neu. Das ist, wie wenn man sich hier eine Pendeluhr vorstellt, ja? Diese Ding-Dong-Uhren, ja? Und dieses Pendel war blockiert. Das heißt, es macht Pum, die ganze Zeit Pum. Und wenn wir jetzt diesen Stress wegnehmen, dann kann es frei schwingen und das heißt, das Kind findet irgendwann seine eigene Mitte wieder. Seine Körpermitte, es ist nicht mehr so tollpatschig, es kann Entfernungen besser einschätzen, es muss nicht mehr ständig in Provokation gehen, um sich selbst zu orten, weil es eine gestörte Raumlagewahrnehmung hat und so weiter. Das heißt also, diese Verhaltensproblematiken oder diese motorischen Schwierigkeiten deines Kindes oder
Diese schlechte Konzentration, diese schlechten Schulleistungen haben unter Umständen nichts mit irgendeinem Defizit zu tun, sondern sind begründet in einem Stress, der schon sehr, sehr früh entstanden ist, den man leicht entstressen kann und danach regeln sich die Sachen von alleine. Meine Klienten zum Beispiel berichten, dass die Kinder auf einmal wieder in die Schule gehen, obwohl sie vorher das boykottiert haben. Dass die Kinder kuscheliger geworden sind, obwohl sie vorher nie gekuschelt haben. Dass die Kinder entspannter sind mit anderen Kindern. Dass die Katze nicht mehr ständig gequält wird, sondern auf einmal gestreichelt wird. Was erzählen Sie mir denn noch? Ja, dass die ganze Familie entspannter ist. Dass die Kinder auf einmal Fahrrad fahren können. Sie erzählen noch, ja, dass sie jetzt schwimmen können, dass sie jetzt laut Testung bei den Osteopathen keine Blockaden mehr haben, dass laut Testung bei den psychologischen Tests kein Förderbedarf mehr ist oder ein deutlich reduzierter Förderbedarf. Solche Dinge können mit sowas Kleinem zusammenhängen wie einer ganzheitlichen Reflextherapie. Und ich wünsche mir für euch alle da draußen, dass ihr zuerst, bevor ihr anfangt, zu verzweifeln oder irgendwelche Medizin zu geben, das wenigstens ausprobiert. Es ist so wichtig, diese Blockaden zu lösen, weil bei mir liegen nicht nur Kinder auf der Liege. Bei mir liegen dann auch die Mamas auf der Liege oder die Papas auf der Liege, weil die nämlich genauso ihre Themen haben und sich auch wundern, warum sie immer so schnell gestresst sind oder warum sie immer die Kinder wegbeißen, die Kinder nerven oder so. Das hat auch vielmals was mit diesen Reflexen zu tun, die man ganz leicht und schnell entstressen kann. In meiner Therapie als ganzheitliche Reflextherapeutin und Kinesiologin kommt die ganze Familie dran. Das heißt, das ganze System deiner Familie wird angeschaut und jeder, der Baustellen hat, die gerade eben mit dem Verhalten deines Kindes korrelieren, bekommt die abgebaut und bekommt die entstresst. Und somit hast auch du bald eine entspanntere Familie. Keine Vorzeigefamilie jetzt auch und vielleicht auch keinen Einstein, aber ganz normal, so wie alle anderen Familien auch, mit genau den Stärken, mit genau den Schwächen, aber es kommt einfach eine deutliche Entspannung in euer System, in eure Strukturfamilie und irgendwann wisst ihr, da war noch mal eine Diagnose ADHS, aber die hat einfach keinen Raum mehr und keine Macht mehr in eurer Familie, weil ihr eure Themen entstresst habt und abgearbeitet habt und somit Ruhe in euer ganzes System kommen konnte als Familie. Falls du genauere Infos möchtest, wie das so funktioniert bei mir, wie ich das mache, ich arbeite auch im Quantenfeld übrigens und auch in so circa 6 Stunden ist ein Kind bei mir durch und ich stelle auch sicher, dass diese Reflexe circa 2 Monate lang konstant, optimal und dauerhaft integriert bleiben. Und erst dann entlasse ich euch in die Freiheit. Ansonsten checke ich euch einmal die Woche durch, damit auch alles so bleibt, wie wir das integriert haben, wie wir das eingerichtet haben, wie wir das entstresst haben. Wenn du also mehr darüber wissen möchtest, dann buch dir hier einen Termin. Ich freue mich sehr, wenn ich auch dir helfen darf, dass es bei dir leichter wird in deiner Familie und bin dankbar für meinen Job, den ich machen darf, dankbar für jedes Kind, das keine Medikamente mehr schlucken muss, weil es einen anderen Weg gefunden hat, der keine psychische Veränderung bedeutet, der keine schlimmen Nebenwirkungen bedeutet, der kein Abschalten bedeutet oder kein Ruhigstellen bedeutet, sondern einfach nur diesen kleinen Trick dazwischen zu machen und dann läuft das Pendel wieder ganz normal ohne Störungen. Das wünsche ich dir und deiner Familie. Ich freue mich, wenn du diesen Kanal abonnierst. Ich werde hier
mit der Zeit all mein Wissen hineinstellen, damit es so viele Menschen wie möglich erreicht und so viele Menschen wie möglich nicht auf Medikamente zurückgreifen müssen, sondern sich mit Natur und mit normalen Therapien helfen können, die keine schlimmen Nebenwirkungen haben. Wir sehen uns. Ich freue mich auf euch. Tschüss!